Ich habe mit 13 Jahren angefangen, Bass zu spielen und hatte das Glück, dass ich gleich mit recht vielen verschiedenen Bands spielen durfte. Von Jazz, Rock, Blues, Funk bis zu Hochzeitgigs und irgendwelche Firmenveranstaltungen, Galas. Die wichtigsten Tipps davon möchte ich dir gern weitergeben. Nicht nur für Anfänger, vielleicht auch für den einen oder anderen Fortgeschrittenen was dabei. Am Schluss gibt's dann übrigens auch noch Backing-Tracks. Da kannst du die Übungen dann auch gleich mal in der Praxis anwenden. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Ich möchte die Tipps mal aufteilen in so 3 große Themen. Einmal Spieltechnik, dann Sound und Üben. Wir fangen mit Spieltechnik an. Schwierig am Anfang ist natürlich die Kontrolle über die Saiten, das Abdämpfen, auch das Treffen. Manchmal ist man sich nicht ganz sicher, habe ich jetzt die richtige Saite erwischt oder nicht. Da hilft es, wenn man sich so eine Art Ankerpunkt für den Daumen sucht. Das kann entweder hier auf dem Pickup sein, vorne, hinten oder sogar hier vorne an dem Hals, je nachdem, welche Position man gerne haben möchte, welchen Sound. Man kann natürlich auch mit dem Daumen dann immer weiterrutschen. Man kann auf die Seiten den Daumen ablegen und hat dann zusätzlich die Möglichkeit, die tiefere Seite immer abzudämpfen. Es gibt unterschiedliche Techniken. Keine ist jetzt die einzig wahre und wichtige. Finde was raus, was für dich funktioniert. Ich persönlich habe meinen Daumen eigentlich mehr oder weniger immer auf einem Pickup und wechsle dann zumindest zur E-Seite, zu der tiefsten Seite, um die abzustoppen. Wenn ich zu den höheren Seiten wechsle, dann dämpfe ich die automatisch gleich mit ab und muss jetzt auch nicht so weit so übergreifen, wenn ich die Position hier oben habe. Gleichmäßiger Anschlag wird oft unterschätzt. Es ist wichtig beim Üben auch gleich darauf zu achten, dass die Töne beim Anschlag mit dem Wechselschlag, also erster und zweiter Finger, ungefähr gleich laut klingen. Wenn man das nicht macht, dann sticht immer ein Ton stärker raus. Das stört den Groove und bringt so eine Unruhe da rein. Die Lautstärkeunterschiede, also dynamische Anpassungen, Artikulation, die kommen dann rein, wenn man so einen Groove noch ein bisschen weiter unterstützen will. Zum Beispiel bei dem Funkrhythmus, dass man irgendwie die 1 betonen möchte und so. Dafür ist es aber trotzdem wichtig, das kontrolliert zu üben. Das heißt, erstmal zu lernen, wie schlage ich die Saiten denn mit meinen Fingern an, dass sie ungefähr gleich klingen. Und zwar auf allen Seiten. Es ist unterschiedlich, ob ich eine tiefe Seite oder eine hohe Seite spiele, und es ist auch unterschiedlich, ob ich eine Leerseite spiele oder eine gegriffene Seite. Anderer Faktor mit dem Sound ist oft, dass man zu wenig Fleisch oder Haut von den Fingern nimmt. Das heißt, die Bewegung ist dann viel eher so wie so Krähenfüße. Das bringt eigentlich soundmäßig nur, dass der komplette Bassanteil dann fehlt. Also wenn ich so runtergehe, ja, dann kommen die Fingernägel vielleicht sogar noch mit. Wenn ich jetzt mehr von meinem Finger nehme, mehr Fleisch, und die Bewegung viel eher so ist, dann habe ich mehr Bassanteile, es klingt voller, gleichmäßiger und es gibt keine so einzelnen Schwankungen da drin. Dann klar, linke Hand ist am Anfang einfach ein bisschen schwierig, das umzusetzen. Es sieht einfacher aus, als es ist. Eine ganz gute Übung, wo ich finde am Anfang, um rauszufinden, wie mache ich denn meine Handhaltung hier links, dass es noch einigermaßen sich normal anfühlt und nicht gleich so man in den Baseballgriff reinkommt und meint, man muss hier mit voller Kraft gegendrücken, ist, nimm deine Hand, lass sie neben dich runtergleiten, nimm sie dann einmal nach oben, ganz entspannt, dann sieht die so aus. Ja? So, und jetzt nimm deinen Bass und setz den Hals hier rein. So. Und zwar am besten so, dass dein Daumen hinten am Griffbrett so ungefähr in der Mitte ist, vielleicht sogar ein bisschen weiter oben. Und leg deine Finger einfach mal auf das Griffbrett drauf, ohne zu drücken. Das ist eigentlich die entspannteste Handhaltung, die ganz normal hier von unten so hoch, ich nehme den Bass hier rein, so sollte es beim Spielen aussehen. Ob jetzt die Finger komplett alle weit ausgespreizt sind, um einen Finger pro Bund zu spielen, oder mit einer Kontrabasstechnik, dann wird es nur 3 Bünde abzudecken.
das ist am Anfang mal noch gar nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtiger ist nur, dass deine Finger entspannt beim Spielen da sind und nicht verkrampfen und du nicht mit voller Kraft dagegen drücken musst. Das nächste, was oft passiert, ist, dass die Saiten schnarren. Das kann auf der einen Seite natürlich dran liegen, dass der Bass nicht gut eingestellt ist. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, dass das soweit alles passt. Meistens tritt so ein Schnarren dann auf, wenn man entweder die Position, also die Greifposition falsch hat, wenn man hier direkt auf dem Bodenstäbchen ist oder sogar ein Stückchen hier rüber rutscht, dann geht's immer los mit dem Schnarren, ne? Oder was auch oft passiert ist, wenn man den Finger zu langsam von der Seite runternimmt. Ja? Das mache ich mal ganz langsam. Da schnarrt's. Wenn ich das jetzt schnell mache, also mein Finger bewegt sich schneller vom Griffbrett weg und nicht langsam. Da kommt immer das Schnarren von der Seite mit rein. Ein anderer Punkt, den ich oft sehe, ist, dass man beim Üben zu Hause eine andere Position hat, als man nachher im Proberaum oder auf einem Gig hat. Die Position von dem Gurt ist da ganz wichtig. Ich stelle meine Gitarrengurts, Bassgurte eigentlich immer so ein, dass die Position im Sitzen ungefähr gleich ist, wie wenn ich stehe. Dass sich das eigentlich nicht verändert. Wenn du jetzt sagst, du möchtest aber deinen Bass wirklich tief hängen haben, weil es irgendwie cooler aussieht, dann ist es kein Problem, wenn du das haben möchtest. Aber dann solltest du nicht so üben und nachher live den Bass unten hängen haben. Du hast zwei komplett unterschiedliche Positionen. Das heißt, dann musst du auch im Stehen üben, genau mit der Position, die du nachher beim Spielen hast. Kommen wir zu dem zweiten großen Punkt, der Sound. Was oftmals missverstanden wird, ist, dass der Sound schon dadurch gut wird, dass man teures Equipment kauft. Einen super teuren Bass, einen super teuren Amp. Das hat eigentlich damit gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Der Großteil des Sounds kommt vor allem durch deine Anspieltechnik und durch deine Finger. Die Position, wo du deine Finger hintust, wo du die Saiten anspielst und wie sauber du spielst. Also umso sauberer deine Technik, umso weniger Nebengeräusche, umso weniger andere Saiten mitklingen, umso besser wird dein Grundsound. Ein sehr guter Bass, der vielleicht auch recht teuer ist, der hilft dann natürlich noch, den Sound noch mehr zu verbessern. Aber jemand, der gut Bass spielt, der bringt auch einen billigen Bass zum Klingen. Also nicht in die Falle tappen, teures Instrument, teures Equipment und dann denken, hey, damit wird mein Sound klasse. Nee, erstmal die Basics. Lernen, wie bekomme ich einen guten Sound über meinen Finger, über eine Spieltechnik aus dem Bass raus und dann Stück für Stück upgraden und sich noch besseres Equipment zulegen. Eine Frage ist natürlich auch immer, wie stelle ich den Amp ein, um einen guten Sound zu bekommen? Fast jeder Amp hat so ein bisschen den gleichen Aufbau. Wir haben als erstes so den Eingangslautstärkeregler, Gain steht da meistens mit dran. Danach kommt die Equalizer-Einheit, das heißt, da ist dann ein Bassregler, Mitten und Höhen. Gibt es unterschiedliche Ausführungen davon. Und dann gibt's so die Ausgangslautstärke. Da steht meistens Master dran oder Volume. Was jetzt ganz oft falsch gemacht wird, ist, dass der Eingangspegel, der Gain, falsch eingestellt wird. Da solltest du darauf achten, dass wenn du ganz normal spielst, dass das rote Lämpchen, das Peak-Lämpchen quasi nicht aufleuchtet. Das ist dann wirklich nur, wenn du voll reinhaust, dann darf das mal kurz aufblinken, aber sonst sollte das eigentlich nicht leuchten. Sonst ist deine Eingangslautstärke schon zu hoch und du hast immer einen verzerrten Sound. Dann in der Equalizer-Einheit, da wird ganz oft wild rumgedreht und alle Regler irgendwie gleich geboostet quasi. Da passiert eigentlich auch nur eins, dass dein Signal lauter wird, aber du nicht die Frequenzen großartig jetzt speziell auf den erfordernden Sound einstellst. Also viel besser ist es, die Regler einzeln zu drehen und da kannst du ruhig auch radikal mal ganz nach links, ganz nach rechts drehen, um zu schauen, was macht das denn komplett aus.
und dann einfach entsprechend anpassen, je nachdem wie der Raum, vielleicht braucht der Raum ein bisschen mehr Bässe, vielleicht hast du vom Musikstil so, dass du ein bisschen mehr Bassanteil, weniger Höhen brauchst. Da gibt's auch keine hundertprozentige Regel, sondern das ist ausprobieren und immer wieder unterschiedlich je nach Bass, deinem Sound von den Fingern, den Saiten, der Raum, Amp etc. Aber nicht alle gleich auf +5 regeln, alle Regler, sondern wirklich detailliert aussuchen, brauche ich mehr Mitten, brauche ich mehr Höhen, brauche ich weniger Höhen, brauche ich weniger Bässe. Also auch dran denken, es geht auch ins Minus. Und dann die Masterlautstärke, die natürlich entsprechend anpassen, je nachdem, Proberaum, lauter Schlagzeuger, muss man mal ein bisschen mehr Gas geben. Zu Hause beim Proben kannst du wieder ein bisschen runterdrehen, das freut die Nachbarn und vielleicht auch deine Freundin oder dein Freund, wenn es nicht die ganze Zeit so wahnsinnig laut ist. Die Position von deinem Amp ist noch ganz wichtig. Egal, ob du jetzt zu Hause übst oder in einem Proberaum oder auf einer Bühne bist, achte darauf, dass dein Bassamp nicht in der Ecke von dem Raum steht. Die Ecken haben ein bisschen das Problem, dass sie die Bassfrequenzen wahnsinnig aufpushen. Ja. Genau das gleiche passiert, wenn der Bassamp zu nah an der Wand dran steht. Dann addieren sich die Frequenzen auf. Du hast mehr Bass, als du eigentlich möchtest und oft kannst du dann an deinem Bassregler drehen, was du willst. Es ist immer zu schwammig, zu bassig. Also raus aus der Ecke, Abstand von der Wand etwas vergrößern, macht meistens einen besseren Sound. Falls es dann immer noch ein bisschen problematisch ist mit den Bässen, dann kannst du auch versuchen, was unter deine Lautsprecherbox zu klemmen vorne, dass die etwas kippt. Dadurch gibt es auch ein bisschen weniger Bassanteile. Noch so ein Problemchen ist mit dem Ausstecken vom Kabel. Denk daran, immer erst am Amp ausstecken, danach am Bass. Kleine Eselsbrücke, Alphabet, A, B. A wie Amp kommt als erstes, kommt vor B wie Bass. Erst Amp, Kabel ziehen, dann aus dem Bass raus. Sonst macht's einen ganz schönen Lärm. Richtige Aufrollen von Kabeln ist auch nochmal sowas. Mach nicht den Fehler, dass du das Kabel aufwickelst und dann noch mit einer Schleife drumrum und ein paar Knoten rein. Das schadet dem Kabel, das hält dann nicht so lange, dass irgendwann brechen die Leitungen innen drin. Achte beim Kabeln aufwickeln darauf, dass es gleichmäßig zueinander sich aufwickeln lässt. Es hat so einen natürlichen Drall, jedes Kabel. Also das kannst du ein bisschen mit den Fingern dran drehst, dann merkst du, auf die eine Seite geht's leichter als auf die andere. Und so machst du ganz einfache Schleifen, die du um deine Hand rum hast. Und dann benutzt du am besten einen Kabelbinder. Hier zum Beispiel so ein Stoffding hier. Oder es gibt auch so mit Klettverschluss. Mach die zusammen. So ist dann dein Kabel sauber aufgerollt und hebt viel, viel länger. Abschließend noch mein dritter großer Punkt, das Üben selbst. Problematisch ist, wenn man eigentlich ohne wirklich ein Ziel anfängt zu üben, wild irgendwelche YouTube-Videos anschaut, komplett durcheinander, ohne genau zu wissen, was man denn lernen möchte. Also mach dir erstmal irgendwie klar, welche Ziele hast du denn? Welche Musikrichtung möchtest du spielen? Möchtest du in einer Band spielen? Was ich sehr hoffe. Willst du eigene Basslinien spielen oder lieber nur Covers? Ist das für dich wichtig, irgendwann mal professionell das zu machen oder wirklich nur als Hobby? Also mach dich über die Ziele von dir klar, mach dir da Gedanken drüber, schreib sie ruhig auch auf. Die müssen jetzt nicht so bis zum Lebensende rennen, sondern das reicht, wenn die so 3 Monate, 6 Monate, da immer so ein bisschen so Dinger drin hast und dann kannst du dir gezielt Übungen dazu raussuchen. Dann natürlich auch logischerweise auf YouTube oder sonst irgendwas. Noch besser funktioniert es eigentlich mit einem Basslehrer, der dir einen klaren Lehrplan dann erarbeitet und sagt, okay, um das Ziel zu erreichen, da solltest du die und die Übungen machen. Das machen wir die nächsten 3 Monate. Dann schauen wir uns an, wie hat es funktioniert, welche Ziele hast du erreicht und wo müssen wir noch weiter dran arbeiten. Nicht einfach wild durcheinander loslegen, mach dir ein bisschen einen Plan, versuch gezielt und systematisch zu lernen. Dann fällt man am Anfang ganz gerne mal in so ein Ding, dass man zu technisch alles sieht. Also man versucht wirklich jede Tonleiter zu kennen, man versucht hier ganz genau auf die Fingertechnik zu achten und so weiter. Was man dabei manchmal vergisst, ist das wirkliche Musik machen.
Wir können uns als Erwachsene ganz viel abschauen von Kindern, weil der Unterschied ist viel eher, dass Kinder haben noch nicht so viel Erfahrung mit Musik, die haben noch nicht so viel Musik gehört, die vergleichen das nicht immer gleich mit, das hört sich aber anders an, als ich das letzte Mal bei dem Iron Maiden Konzert war und Steve Harris es gespielt hat. Warum klingt es bei mir nicht so? Sondern die gehen da einfach so komplett unbedarft dran, die experimentieren, die spielen, die machen gleich Musik. Ja? Und dazu gibt es zum Schluss auch so einen Backing-Track noch für dich. Da kannst du mal komplett improvisieren. Einfach rumexperimentieren. Das ganze Griffbrett hoch und runter, schauen, was passiert, welcher Sound entsteht denn, wenn du irgendwas ganz anderes machst, als nur hier mit dem Wechselschlag mit den Fingern. Experimentiere, bleib offen für ganz, ganz viele Sachen und verfall nicht in so ein reines technisches Ausführen von Bewegung. Dann wird gerne vergessen, dass eigentlich der Groove und das Timing so fundamental wichtig ist für das Bassspielen. Oftmals sogar noch wichtiger als so einen richtigen Ton zu spielen. Also mit dem ein oder anderen mehr oder weniger falschen Ton kommt man ganz oft durch. Aber wenn das Timing nicht passt und man die Töne an die falschen Stellen spielt, das fällt viel, viel mehr auf, stört das komplette Gesamtgebilde von der Band und sticht immer raus bei dem Song. Also verwende mehr Zeit auf das Üben von Groove und Timing und halte dich nicht nur die ganze Zeit mit dem Üben von Tonleitern auf. Auch dazu gibt es zum Schluss einen Backing-Track, wo du dein Timing üben kannst und mehr Sicherheit bekommst in dem Halten von dem Rhythmus und dem Groove mit einem Schlagzeug zusammenzuspielen. Abschließend noch natürlich so ein Ding, Bass lernen, jedes Instrument zu lernen, ist kein Sport, der gleich erledigt ist. Es ist wie ein Marathon. Es dauert Zeit. Es braucht Zeit. Man muss viel üben und am besten ist es auch da natürlich, regelmäßig zu üben. Lieber 3-4 Mal die Woche, nur eine halbe Stunde, vielleicht nur 15 Minuten, als sonntags dann irgendwie 2 Stunden reinzupressen. Die Regelmäßigkeit bringt dir wesentlich mehr, auch einen schnelleren Fortschritt in dem Erlernten. Du kannst dir alles viel besser merken und deine ganzen Bewegungsabläufe werden viel, viel besser. Ähnlich wie beim Marathonlernen. Das ist ja auch klar, wenn du nur einmal die Woche auf einem Marathon übst, dann wird es schwierig. Wenn du aber täglich läufst, dann erreichst du dein Ziel viel, viel schneller. Das waren jetzt mal meine wichtigsten Tipps aus mehr als 40 Jahren Erfahrung als Musiker. Wenn du noch mehr wissen willst zum Thema Basteln, dann schau dir doch eins von meinen anderen Videos auf dem YouTube-Kanal an. Da gibt's noch mehr Infos, Tipps und Tricks und Übungen zum Dazuspielen und Bass spielen lernen. Nicht nur für Anfänger, auch für Fortgeschrittene. In dem Zuge freue ich mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch mal auf meinem Blog basemeup.de vorbeischaust. Da gibt's noch mehr Übungen, mehr Infos zum Bassspielen. Es gibt einen Newsletter zum Abonnieren und auch ein gratis E-Book für alle Anfänger, die ersten Schritte auf dem Bass gezielt mal anzugehen. Schau vorbei. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen die Backing Tracks, wie versprochen. Viel Spaß damit. Bis denn. Ciao, ciao. In den nächsten 2 Backing Tracks kannst du deinen Groove üben. Das sind jetzt 2 unterschiedliche Grooves, Tonart bzw. Akkorde stehen mit dran. Siehst du dann ganz genau, welcher Akkord da gespielt wird, beziehungsweise auch es ist nur ein Groove ohne einen Akkord. Und dann aufpassen, am Anfang geht's immer los mit dem Drum Groove. Irgendwann hört der Schlagzeuger auf und es kommt nur noch ein Metronom. Irgendwann wird das Metronom auch ein bisschen weniger, also es sind weniger Schläge, kommt nur noch auf 2 und 4. Irgendwann ist sogar ein Teil, da hat's gar kein Metronom mehr. Komplette Stille. Deine Aufgabe ist, jetzt das Timing da zu halten, durchzuspielen, bis zum Schluss der Drummer wieder kommt von seiner Zigarettenpause und mit einsteigt und du die komplette Zeit auch durchgehalten hast und ein gutes Gefühl, einen guten Groove, gutes Timing da damit entwickelst.
Bei dem nächsten Backing-Track, da hörst du jetzt nur einen sogenannten Drone. Das ist einmal, es ist nur ein einzelner Ton, welcher genau steht an dem Video dann mit dran. Beim anderen Mal ist es ein Akkord, steht auch der Akkord mit dran. Und jetzt kannst du auf deinem Bass einfach alle Töne mal ausprobieren. Du musst noch nie mal die Tonleiter dazu kennen, sondern du kannst probieren, was hört sich denn für dich gut an oder was hört sich jetzt so ein bisschen schräg an. Also probier damit rum. Du kannst probieren, ein Solo zu spielen, du kannst probieren, einen Groove zu spielen dazu, du kannst versuchen, unterschiedliche Sounds auf deinem Bass zu entdecken. Nutze es als Spielwiese und Experimentierplattform, um dein ganzes Griffbrett zu erkunden und einfach mal Spaß mit dem Bass zu haben, ohne jetzt in diesem Fall auf Timing und Groove zu achten, sondern wirklich nur zu hören, wie klingen die Töne, wie ist dein Sound. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Bye bye, bis bald. Ciao.